Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns mal wieder seit langer Zeit auf W27, auf meinem geliebten Battle Mage, ja, der bald die magische Stufe 632 erreicht hat, wo wir dann wirklich an das maximale Goldcap gekommen sind, an allen Produktionseinnahmequellen, sei es die Goldmine, die dann hier die maximale Geschwindigkeitsstufe erreicht hat, oder zum Beispiel auch die Tränke, die wir hier dann bald umwandeln können, denn ab Stufe 632 bringt ein Pot quasi 10 Millionen Gold und da habt ihr dann das Maximale auch ausgeschöpft an Value für die Pots. Deswegen auf der Stufe bis dahin auf jeden Fall immer alle Früchte aufbewahren, damit ihr die dann auf 632 umwandeln könnt. Ich kann euch das sehr gerne mal testenshalber zeigen, auch wenn ich dadurch natürlich ein bisschen jetzt an Gold verliere, aber mache ich einfach mal jetzt ganz gerne für das Video. Und zwar habt ihr ja hier unten eure Früchte und wenn ihr jetzt hier 10 reinschmeißt, so, dann bekommt ihr halt je nach Pet halt eben einen Trank heraus und der gibt mir jetzt momentan gerade noch 9,696796 Millionen Punkte, also Gold, und ab Stufe 632 ist der halt auf 10 Millionen gecapped und da geht es dann halt auch nicht höher und deswegen habt ihr auf der Stufe halt wie gesagt immer alles erreicht an Punkten, beziehungsweise habt ihr dann auch das Maximale an Alu erreicht, ne? Also die maximale Gold-Value aus der Alu quasi, ne? Und deswegen, ab der Stufe seid ihr einfach imbar, so. Let's go. Und das Jahr 2024 wird für meinen Battle Mage auf jeden Fall noch ziemlich krass werden. Das wird noch abgehen hier auf dem Server beziehungsweise auf dem Char, wenn erstmal die Stufe erreicht ist. Ne? Ich habe jetzt auch die 50-50 Skillung fast erreicht, hier zusätzlich. Ne? Ich bin ja jetzt auf Ausdauer gegangen. Ich werde jetzt erstmal wieder auf 300.000 Stärke gehen auf dem Battle Mage und das ist so jetzt erstmal mein nächstes Ziel. Ich muss mal ganz kurz den blauen Pot mal auffüllen. Das triggert mich immer, wenn ich da schon die Uhrzeit da sehe, dann schaudert es mich schon. So, haben wir das erstmal. Und also dieses Jahr wird auf jeden Fall noch ziemlich hart werden auf dem Server. Und mein Arcana Komet, der macht jetzt mittlerweile an Kriegern, Battle Mages und Druiden 423 Millionen Damage. Also dadurch, dass wir jetzt Ausdauer gut hochgeklöppelt haben, wurde demzufolge auch der Arcane Komet natürlich stärker, denn wenn ihr auf Leben geht, skaliert das mit den Arcanen Kometen, der wird stärker gegen diese jeweiligen Klassen um so und so viel Schaden, ne? Und deswegen ist hier Defense Ausdauer, deswegen, ich finde den Battle Mage einfach super geil, muss ich sagen, so, das gefällt mir sehr gut, das Prinzip, dass man durch Tankiness quasi Damage auch gleichzeitig skillt, aber jetzt gehe ich halt erstmal wieder auf Stärke, denn mehr als 50-50, also, ne, ich sag mal, 49-51 in Ausdauer sollte man nicht haben, also ihr solltet nie mehr Ausdauer als das Hauptattribut haben, deswegen geht es für mich jetzt erstmal wieder in Richtung 300.000 Stärke. Ja, auch der Seraphim oder hier auf dem Server Yami hat er sich hier genannt, hat er wieder eine Statistik gemacht für die Gilde und auch eine Jahresstatistik für alle Gilden-Member. Deswegen vielen lieben Dank auch an der Stelle an dich, dass du hier die Mühe machst und hier die ganzen Statistiken rausliest. Ist für mich auch immer persönlich sehr nützlich und wenn ich da das nötige Know-how dazu hätte, würde ich das für die Gilde, die ich leite, Holzfällerhütte auf W50 auch machen. Habe ich leider nicht. Es tut mir leid, liebe Holzis. Ja, bin leider nicht so versiert, was SF-Tools angeht. Aber ich bewundere es auf jeden Fall und finde es sehr interessant. Wir haben hier die Statistiken von den letzten Jahren und zwar für die Gilde Black Bull, in der ich ja spiele hier auf dem Server W27. Und nach wie vor immer noch sehr aktiv. Ein, zwei Leute sind jetzt schon inaktiver geworden, so. Ne? Das kommt halt mit der Zeit. Ist auch ziemlich schwierig hier Ersatz zu finden. W27 ist auch ziemlich tot, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich auch, wenn der Server eines Tages gemerged wird.
Und ja, das sind hier die Durchschnittslevel von 2020, 21, 22, 23 und jetzt halt 24. Also ist gut gestiegen. Die Basisstats im Durchschnitt, ja, haben wir hier im Jahr 2020 nicht mal 10.000. Ist dann das nächste Jahr auf 20 im Durchschnitt, dann auf 40, dann auf 63 und jetzt fast auf 100.000 Basispunkte im Durchschnitt der Gilde gestiegen. Ne? Dann, ja, der Level-Durchschnitt ist natürlich auch höher gegangen, ne, ist ganz klar. Genauso wie das Gildenpad und die Gildenehre natürlich auch. Haben wir jetzt fast auf 600 hier das Gildenpad, fehlen nur noch ein, zwei Leute. Und dann sollten wir es auch insgesamt ja, auf Stufe 600 haben. Allerdings sind wir jetzt schon immer bei der unzähligen Hydra und höher geht es ja dementsprechend auch nicht. Dann ganz interessant vielleicht noch die Klassenvielfalt in der Gilde untereinander. Da W27 ja der Server ist, wo der Battle Mage released worden ist, hat natürlich auch dementsprechend der Battle Mage hier die Oberhand. Und die Battle Mages haben sich von Anfang an eigentlich fast immer gehalten, so ungefähr im Schnitt, mal einer mehr, mal einer weniger. Im Januar waren es ein paar weniger, aber dafür dann im Januar wieder fast der Ausgangswert von vor 4 Jahren. Und deswegen dominiert auf jeden Fall der Kampfmagier hier natürlich auch stark in der Gilde, sowie halt auch auf W27 generell, ne, weil halt die Klasse hier drauf released worden ist. Ne? Ja, dann bevor wir mal ganz kurz in die Jahresstatistiken schauen, gucken wir mal noch kurz in den Webshop rein, denn hier unter Statistiken können wir natürlich auch sortieren nach Kampfmagiern, die suchen wir jetzt mal. Und dann haben wir einmal hier nach Level sortiert das Ganze. Ne? Da bin ich momentan gerade auf Platz 3. Freedom, der auch hier in der Gilde spielt, ist noch über mir mit 631, ich habe 628 und The Dark Mage ist nach wie vor auf Platz 1, der seit Anfang an, als der Kampfmagier rausgekommen ist, direkt schon auf einem alten Server mit besseren Voraussetzungen gestartet hat, nur auf Erfahrung geht, also ist ein kompletter XP-Spieler und deswegen natürlich hier für uns als Goldspieler auch unerreichbar ist im Level, sag ich mal. Sieht man auch anhand der Stats, dass wir da auf jeden Fall ja, höher sind als hier der Dark Mage. Ne? Hauptattribut ist, ja, da bin ich jetzt nicht so krass vertreten, da bin ich auf Platz 11 momentan gerade, weil ich natürlich 50-50 skille, würde natürlich auch anders aussehen, wenn ich, ja, hier komplett auf nur Hauptattribut gegangen wäre, deswegen für mich unausweichlich und unverständlich, aber kommt bestimmt noch, dass hier noch keine Anzeige drin enthalten ist, wo man nach Basispunkten sortieren kann. Das würde auf jeden Fall deutlich mehr Aussagekraft haben, als nur auf das Hauptattribut, ne, zu ja, sortieren zu können, sag ich mal. Ne. Deswegen bin ich hier nur, in Anführungsstrichen, auf Platz 11. Ne. Aber das liegt halt eben daran, dass ich fast 50-50 geskillt habe. Ja, 108k in Hauptattributen und 107,4k in Ausdauer. Also hält sich auf jeden Fall hier die Waage wie Justitia. Gut, dann kommen wir jetzt in die Jahresstatistiken vom lieben Seraphim, der das Ganze hier für uns erstellt hat. Wir gehen mal in Fullscreen rein. Ja, könnte sein, dass ich jetzt hier ein bisschen die Namen verdecke, aber ich hoffe mal, es ist nicht allzu schlimm. Wir gehen mal hier hoch. Und zwar vom 2.1.23 bis zum 1.1.24 ist das Ganze hier gegliedert und sortiert, glaube ich, nach Level müsste das sein. Ja. Und hier finden wir uns wieder. Ne? Die XP haben wir hier in diesem Level gemacht und ja, die Basispunkte in Haupt- und dem Nebenattribut. In Summe sind wir hier auf 215.000. Bin ich bisher noch ein bisschen behind, sag ich mal, hinter anderen Chars, habe aber mittlerweile schon gut aufgeholt, denn ich habe dieses Jahr wirklich verdammt viele Basispunkte gemacht auf dem Server, was ich gar nicht verstehen kann, weil die anderen Spieler sind auch super starke Spieler und ich habe auf dem Server wirklich nicht großartig
viel gemacht. Ihr wisst ja, dass ich mich hauptsächlich auf mein Main konzentriere. Dort mache ich auch jeden Tag oder versuche ich zumindest jeden Tag mein Beutegold von 100 Millionen zu bekommen. Habe ich jetzt die letzten Tage ein bisschen vernachlässigt, weil ein bisschen viel zu tun war. Jetzt versuche ich da wieder ein bisschen akribischer dran zu gehen. Ne? Das mache ich auf W27 zum Beispiel gar nicht. Also auf W27, da scheiße ich auf das Beutegold. Das ist mir auch zu anstrengend, muss ich sagen. Das auf mehreren Servern, auf High Performance die Charts zu spielen. Da will ich wirklich mich nur auf meinen Magier konzentrieren. Deswegen der Battle Mage läuft eigentlich so nebenbei, hat aber trotzdem anscheinend ein Top-Niveau. Wie gesagt, ich mache hier nicht mehr als meine Alu jeden Tag und meine normalen Sachen jeden Tag abholen. Keine Ahnung, warum ich trotzdem, ich meine, es ist ja nicht viel, ne? Zu Platz 2 sind es knapp 1000 Punkte oder was. Irgendwie so, ein bisschen mehr. Und Platz 3, ist dann schon ein bisschen abgeschlagener. Ne? Deswegen, ich mache hier nur mein Daily Stuff auf W27. Habe auch nie was verpasst. Das könnte vielleicht noch mit dazukommen. Also Goldmine und sowas habe ich schon immer regelmäßig abgeholt. Und meine Attribute in Total Stats, Constitution, dann meine Ratio ist halt auf 50-50 glatt und die Summe an Total Stats sind jetzt, bin ich auf 500.000 jetzt gekommen, was natürlich auch ein Riesenmeilenstein ist. Und ihr seht es ja selbst an der Mine, gebe ich hier auf dem Server jetzt nicht so krass Gas. Da bin ich jetzt auf Minenstufe 92 jetzt gerade mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt der Server jetzt schon mittlerweile ist. Und da sind andere Leute auf jeden Fall deutlich vor mir. Ne? Also keine Ahnung, warum es so ist, wie es ist, aber ich nehme es auf jeden Fall mit. Und ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Leistung. Und nächstes Jahr wird es dann noch mehr gehen. Da würde ich dann versuchen, zumindest in Richtung 90.000 zu gehen, wenn nicht sogar noch mehr, 95.000. Obwohl jetzt haben wir ja auch diese Daily Events und diese Weekly Events, wo wir nochmal deutlich mehr Gold bekommen. Das heißt, man könnte hier auch schon anpeilen, in Richtung 100.000 Basispunkte dann pro Jahr zu gehen. Das sollte eigentlich machbar sein, denke ich mal. Auf meinem Main wird es definitiv machbar. Da hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon fast 100.000. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel ich das letzte Jahr hatte auf dem Main. Auf jeden Fall ein bisschen mehr, aber nicht allzu viel mehr als wir auf dem Battle Mage. Liegt aber auch daran, muss ich auch fairerweise sagen, dass ich auf dem Main wirklich, ihr habt es ja gesehen in meinen Videos, das zieht sich ja wie ein roter Faden jetzt schon durch die ganzen Monate, Jahre. Auf meinem Main habe ich nie Glück, wenn Gold-Event ist, aber auf W27 und auf W50 schon. Auf W50 habe ich gestern zum Beispiel und auf W50 lohnt es sich ja gar nicht. Da bin ich ja irgendwas Stufe 500 noch was und es ist nicht mal Gold-Event. Da habe ich zweimal hintereinander einen 5er Pasch Gold bekommen und dann danach noch ein 4er Pasch Gold. Ja, toll. Was habe ich da insgesamt bekommen an Summe? Weiß ich nicht, vielleicht 60 Millionen oder so? 70 Millionen? Keine Ahnung. Irgendwie so. Ne? Zweimal 5er Pasch und einmal 4er Pasch. Habe ich irgendwie 60, 70 Millionen Gold bekommen, weil ich halt noch so low-level da bin auf dem Server. Hätte ich das auf dem Main bekommen, zum Gold-Event, hätte ich zweimal 500 Millionen Gold bekommen und dann einmal, glaube ich, ich weiß gar nicht, 250, 300 Millionen. Ich weiß gar nicht, was man viermal Pasch bekommt auf Maximalstufe. Stimmt, der Würfelspieler wird auch noch gemaxt ab Stufe 632, da ist dann auch das Gold-Cap erreicht und da bekommt ihr dann halt auch, wenn ihr einen 5er Pasch Gold würfelt, 500 Millionen. Das heißt, ich hätte auf dem Server, sagen wir mal 1,3, 1,4 Milliarden Gold alleine durch den Würfelspieler bekommen, habe ich aber nicht. Glücksrad würtet auch immer rein auf dem Main, drehe ich vielleicht einmal, zweimal, wenn es gut läuft, dreimal, so, ne, ist auf anderen Servern auch besser. Und wenn man das zusammensummiert über die Monate und Jahre, ne, was ja wirklich konstant Pech bei mir ist auf dem Main, dann kann man hier schon wirklich davon sprechen, dass mein Battle Mage vielleicht auch mein Main irgendwann überholt. Gegebenenfalls, ne, da müssen wir mal schauen. Ne, also ich bete noch eines Tages, ich habe bis heute noch kein einziges Mal ein 5er Pasch Gold auf dem Main bekommen zum Gold-Event. Ist noch nicht passiert. Ein 5er Pasch habe ich schon mal bekommen auf dem Main, seitdem ich das gemaxt habe, also ab Stufe 632. Ja, ich bin ja jetzt schon fast 670, ja. Aber halt eben nicht zum Gold-Event.
kurz nach dem Gold-Event habe ich meistens immer einen 5er-Pasch bekommen. Aber naja, lassen wir das Thema, ne? Sei es drum, ist halt eben so. Und ja, aber mal schauen. Könnte halt sein, dass das nächste Jahr vielleicht sogar mein Battlemage, mein Main an Statpunkten pro Jahr, an Basispunkten überholt. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung hier auf W27 und dem Battlemage. Eine Klasse, die ich nach wie vor immer noch sehr empfehlen kann. Mir persönlich macht sie sehr viel Spaß, muss ich sagen. Und ich bereue es nach wie vor nicht, diese Klasse hier gewählt zu haben. Klar ist es ziemlich mühselig in den Dungeons hier und da, aber ja, wie gesagt, mir persönlich macht die Klasse so viel Spaß zu spielen und zu sehen, wie dieser Feuerball, das sage ich schon, ich bin immer noch so auf der alten Fähigkeit, der Arkane Komet ist es ja jetzt, zum Anfang hier Damage reinhaut, ist schon eine coole Fähigkeit, muss ich wirklich mal so sagen. Und dass man die halt eben verbessern kann, indem man auf Ausdauer skillt, finde ich halt noch cooler. Ja, das auf jeden Fall so mein kleiner Überblick über meinen Kampfmagier, meinen Battlemage hier auf W27. Ja, Grüße gehen raus hier an die komplette Black Bull Gilde hier auf dem Server. Und ja, ich zeige ihn immer nicht zu häufig, muss ich sagen. Es passiert auch immer nicht so viel auf dem Account. Kann ich euch wirklich nicht allzu viel immer zeigen. Aber ja, ich spiele ihn immer noch nach wie vor mit Herz und Leidenschaft und bin da immer noch sehr gut dabei. Okay, Leute, das war's soweit. Falls ihr auch einen Battlemage spielt, ja, und den sehr gerne habt, dann lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren mal wissen. Ja, ist ja meistens bei, ja, wenn man sich so umhorcht, immer eine underratede Klasse, ne? Aber die Liebhaber, sag ich mal, die ja, feiern die Klasse auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.